Servus Moin moin und hallo allerseits. Die Bears sind zurück mit ihrer Offroad School in der Lüneburger Heide. Liebe Leute, dieses Mal haben wir wieder ein buntes Bouquet an verschiedenen Möchtegern-Profi-Tipps dabei. Was machen wir heute? Heute, mein Lieber, geht es um, wie man am besten bremst. Dann geht es um Körperhaltung und Gleichgewicht und nicht zuletzt Aufheben, also wenn das Bike mal wirklich liegt. Das passiert ja auch manchmal. Und welche Tipps und Tricks es da so gibt, da werden wir euch auf jeden Fall gleich mitnehmen. Schaut es euch mal an. Viel Spaß dabei. Erinnert ihr euch noch an die letzte Episode? Da haben wir über die Position auf dem Bike gesprochen. Und am Ende haben wir festgestellt, dass eines der wichtigsten Dinge ist, immer locker zu bleiben. Auch oder sogar gerade, wenn es mal flutschig wird. Nur so, also unverkrampft, behältst du die Kontrolle, kannst schnell, angemessen und vor allem flexibel auf kurzfristige Veränderungen reagieren. Außerdem hast du die nötige Balance, um zwischendurch auch mal zu schalten oder um dein eigenes Körpergewicht gewinnbringend einzusetzen. Ja, und genau darum geht's heute. Wie war das denn nochmal? Ach ja, Körperschwerpunkt, Center of Gravity, COG, der muss möglichst hoch sein, damit sich das Bike unter dir bewegen kann. Mit meinem COG versuche ich nun, Gewichtsverlagerung des Motorrads sozusagen auszugleichen. Man kann das wunderbar üben. Lass die Mopete locker durch den Dreck laufen und lass sie sich selbst eine Spur suchen. Wenn das Vorderrad zum Beispiel leicht nach links will, dann lässt du es. Denn das ist die Spur, der Track. Vermeide ruckartige, verkrampfte Gegenbewegungen und versuche stattdessen dein eigenes Körpergewicht zum Ausbalancieren zu nutzen. Verlage dafür den COG entsprechend nach rechts und andersrum, je nachdem, wie die Spur führt. Wir bleiben also bei unserer Grundphilosophie. Das Bike sucht sich seinen Weg und wir reagieren darauf. Das gilt übrigens auch für das Beschleunigen und Bremsen, nur dass wir dieses Mal vorher versuchen zu antizipieren. Durch den Stand auf dem Bike besteht nämlich immer die Gefahr, dass wir beim Beschleunigen hinterhergezogen werden. Weil uns der Sitz, so wie beim normalen Motorradfahren auf der Straße, keinen Halt gibt, keinen Gegenstütz. Das hat natürlich letztlich mit der Trägheit der Masse zu tun. Die Masse sind in diesem Fall wir. Deswegen sollten wir uns darauf vorbereiten und das Körpergewicht entsprechend nach vorne bringen. Erneut nehmen wir also Kraft vom Lenker, anstatt uns daran festzuklammern. Die Beine sind weitgehend gestreckt, der Lenker locker umfasst. Führungshand, erinnert ihr euch noch? Erst nachdem wir diese Position eingenommen haben, wird der Gashahn aufgedreht. Wer hätte das gedacht? Kaum ein Kraftaufwand. Go with the flow, baby. Seid ihr erstmal unterwegs, solltet ihr das Bremsen angehen. Im Gelände kannst du grundsätzlich beide Bremsen benutzen. Und du solltest dein ABS möglichst komplett abschalten. Tritt unterwegs aus verschiedenen Geschwindigkeiten einmal voll in die Hinterradbremse und lass das Moped kontrolliert ausbrechen. Du wirst merken, wie schnell du damit sicherer wirst und wie ein anschließender Gasstoß dir wieder die Stabilität verleiht. Besonders bergunter gilt der Fokus auf der Vorderradbremse. Sie ist stärker und vor allem besser zu dosieren. Nutze das und übe auch, besonders langsam im Gelände zu fahren. Und wie stehe ich auf dem Bike beim Bremsen? Da es die entgegengesetzte Richtung zum Beschleunigen ist, muss ich den COG auch entgegengesetzt verlagern. Also Arsch nach hinten, Arme durchstrecken und gegen den Lenker stützen. Ihr merkt, man lässt sich eigentlich niemals, hier auch nicht, vom Bike irgendwo hinziehen. Weder beim Gas geben noch beim Bremsen. Ich stütze mich gegen die Kräfte und lasse die Physik für mich arbeiten. Das gilt natürlich auch für das Bergabfahren. Da kommen natürlich manchmal noch so frickelige Wurzeln oder Stufen dazu und da heißt es langsam mit der kräftigeren Vorderradbremse hineintasten. Wenn es dann steil bergab geht, dann, wie gesagt, hinter nach hinten und COG schön verlagern. Ja, und was machen wir eigentlich, wenn das Teil dann doch mal liegt? So, was jetzt passiert? Wir haben es ein bisschen übertrieben. Du hast übertrieben. Ich habe es übertrieben. Mein erster Tipp ist, im Normalfall ist man ja nicht auf der Flucht vor irgendwas. Also,
Reaktion ist immer sofort hin, aufheben, alle. Dabei holt man sich wunderbar Verzerrung. Man ist in Panik oder man ist aufgeregt und will alles ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Nein, erstmal wirklich vom Motorrad lösen. So, ist mit einem alles in Ordnung, checken, okay, alles gut. Dann angucken, was ist da los. So, Kiste liegt da. In diesem Fall ein bisschen ungünstig, weil sie über den Boxer rübergefallen ist. Ne? Normalerweise ist der Vorteil beim Boxer, liegt nur auf dem Boxer, ich habe maximal so einen 45 Grad Winkel, kann sie einfach wieder hochheben. Jetzt ist sie blöderweise, ich bin hier vorne in die Furche rein, habe mich dann so ein bisschen schräg gestellt. Jetzt ist sie über den Boxer rüber. Nehmen wir mal an, ich bin alleine, habe keinen Bro dabei und muss die jetzt so wieder aufheben. Worst case, denn ich habe brauche maximale Kraft jetzt irgendwie. Was kann ich machen? Ich kann da hingehen. Ich kann daran rumzerren mit voller Kraft, wie ich kann. Wenn ich Glück habe, hebe ich die hoch. Aber das Problem ist, das mache ich 1, 2, 3 Mal, dann ist die Kraft weg. Mit Gepäck drauf noch schwieriger. So, was kann man jetzt machen? Das Ding liegt da nun mal scheiße. Ich kann erstmal versuchen, sie über den Boxer rüber zu heben, um die eben angesprochene Situation herbeizuführen. Das probieren wir jetzt mal. Nicht aus dem Rücken heben, ganz wichtig, sondern aus den Knien. Gucken wir mal, was passiert. So, jetzt schaut mal. Ich habe sie jetzt ein bisschen weggezogen und sie liegt jetzt ja schon ein Stück höher. Braucht viel weniger Kraft. 2 Möglichkeiten. Entweder am Lenker den möglichst besten Hebel, das heißt vorne am Lenker festhalten, damit ich einen langen Hebel habe, oder mit dem Rücken zum Motorrad. Alles kein Problem. Was machen wir jetzt? Schäden sichten. Hier haben wir vor allem ganz viel tiefen Sand. Da passiert eigentlich nichts. Das heißt, wir haben wahrscheinlich überall ein bisschen Sand hier. Alles halb so wild. Schutzbügel. Alles cool. Ja, und dann fahren wir weiter.